please visit www.patreon.com/oneseedaday and support us with a monthly donation of €1 or US dollar in order to get access to exclusive content of various permaculture projects, analysis and insights about agroforestry, to connect with our community, to support our daily seed plantings and long-term projects such as the One Seed a Day Foundation and socio-ecological reforestation for the connection of humans and their nature. Ja, wunderbar. Welcome to this episode of our Dear Earth show. We have a special episode today because spontaneously I'm home where I was born, and it feels genuine to share with you just a few moments of the family garden. So this is no professional project. Well, in a certain way we are all professionals. We all belong to this earth and we all are creators here on the earth. So no matter if we have never even touched a plant, intuitively inside of us we have this knowledge. And here today we will see some beauty, but don't expect that we are the most advanced permaculturists or the most experienced agroforesters. This is actually just to humbly show the path of human beings who go step by step and learn a little bit at every step they take. So come and join. I will present you my father and our family garden. Hallo. Hallo, guten Morgen. Englisch oder Deutsch machen wir? Deutsch bitte. Hi. Hi. Kannst mit mir reden, gerne. Schön, dass du dich überwindest, das heute zusammen zu machen. Finde ich sehr gut. Jo, wie geht's dir denn? Gut. Die Sonne scheint, wir sind im Grünen. Ist alles gut. Denke ich auch nämlich. Habe ich auch das Gefühl. Wollt ihr reingehen? Gerne. Gut. Zeige mal. Und hier die Steine finde ich gleich sehr schön. Das ist, sieht nicht gerade aus. Nein, Sonst das geht auch nicht, weil der Boden sehr uneben ist. Deshalb kann man keine gleichmäßige Bahn, sonst hätten wir hier die Erde auffüllen müssen. Aber man muss der Natur dann ihren Weg lassen und hier schwebt es einfach frei. Und hier läuft es in Bahnen. Und dann auf den Rollen. Genau. Auf der anderen Seite haben wir den ersten Apfelbaum, wo ich immer verwundert bin, dass er noch steht, denn er ist hohl. Oh ja, lass mal reingucken kurz. Komm, wir schauen mal in den hohen Apfelbaum rein. Ups, hallo. Ich glaube auch ein Zuhause von sehr vielen Lebewesen und Säugetieren, sowohl als auch Insekten da drin. Ne? Der Efeu kommt hier schon. Der ist gar nicht so schlimm. Ich dachte früher immer, das wäre ein großes Problem. Aber der saugt gar nicht mal, also der ernährt sich nicht von der Rinde. Das Problem wird nur, wenn der Efeu über die Baumkrone hinaus wächst, weil dann hat der Baum kein Licht mehr. Hier haben wir einen Kompost. Also ihr könnt euch eigentlich vorstellen, falls die Kamera hier so durchleuchten kann bis nach da vorne, alles das, was ihr hier seht, bis zu den ganzen Bäumen da vorne, wurde hier früher alles immer abrasiert. Alles einfach nur Gras, Wiese. Also der ganze Garten war so. Und ich erinnere mich noch, damals habe ich dann halt auch einfach, war mir das wichtig und es war gar nicht mal so sehr so eine Herausforderung, dass man viel über Biologie wissen muss, aber einfach in der Familie zu sagen, lasst mal hier was anderes machen. Lasst mal der Natur hier einen anderen Raum. Hier wird nicht mehr gemäht oder lasst das Gras liegen. Oder komm, wir bringen Reste, die andere wegwerfen wollen, hier in den Garten und legen sie einfach dahin. Da wird neue Erde draus. Das war einfach wunderschön. Also man lernt ja immer dazu. Aber schon hier im kleinen Rahmen sieht man die verschiedenen Interessen, weil der Baum so chaotisch aussieht, aber so viel Früchte trägt er in Form von Äpfeln. Und man sieht es ihm nicht an, aber es hängen viele dran und es ist schwierig, die Äpfel aufzusammeln, wenn hier alles zugewuchert ist. Ich hätte gern immer noch hier unten
Da ist ein bisschen flach zum Äpfel sammeln, aber wir lassen es jetzt so und schauen, wie wir die Äpfel im Herbst kriegen. Ja, ich bin gerade auch schon in ein paar alte Äpfel reingetreten. Aber das ist natürlich auch genial für die Erde, für die ganzen Tiere, die da kommen. Das ist, also da wird sehr gute Erde draus auf jeden Fall, wenn wir mal so sagen. Ja, unser Großvater hat das Grundstück hier vorher gemanagt. Und der hat auch die meisten Obstbäume in diese Richtung gepflanzt. Ne? Hier haben wir gleich nochmal eine andere Apfelsorte. Walnuss da vorne. Was ist denn das? Das ist auch Apfel, ein jüngerer Apfel, noch ein älterer Apfel. Hier haben wir dann nochmal einen Riesenkompost gemacht. Es war eigentlich ein relativ schönes Experiment. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, Andi. Da hatten wir einfach alle möglichen Grasnarben. Und zwar, das waren die Grasnarben, lieber Bruder, die ihr für euer geniales, für eure Mega-Ramp abgemacht habt. Ne? Und da hattet ihr die halt alle einfach hingeworfen. Ihr habt gebaut und ich kam hier an und dachte mir so, Jungs, was machen wir damit, ja? Kann man damit nicht nur irgendwas machen? Kann ich die haben, die Grasnarben? War wirklich die ganze Erde mit den Wurzeln. Jemand so, ja, brauchen wir nicht. Dann habe ich die einfach alle da vorne hin. Oder habt ihr die nicht sogar da? Genau, ich habe euch darum gebeten, dann habt ihr mir das netterweise da vorne liegen lassen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach Kartoffeln hier vom Nachbarbauernhof, die gesprießt haben. Habe ich so ein Stück Grasnarbe angehoben, Kartoffel drunter gelegt und losgelassen. Also eine Kartoffel in einer Sekunde gepflanzt. Und dann habe ich da vorne so 50 Stück gepflanzt oder so. Ich glaube, dann war es aber mal trocken, die kamen nicht so gut raus. Um das rund zu machen, was Marius gesagt hat, es gibt einen Bereich hier im Garten, der wird gemäht, wo wir uns bewegen, wo Feuer ist oder wenn wir was machen. Und der ganze Rest wird eben nicht mehr gemäht und wird sich selber überlassen. Die Zonierung. Bitte? Das nennen wir in der Permakultur Zonierung. Das ist eigentlich ziemlich Zone. Gut. Ja, genau, ziemlich gut, was du sagst und auch sehr wichtig. Weil wenn Menschen wirklich in der Natur leben wollen, sich da auch wohlfühlen wollen, dann braucht es ja ein Gleichgewicht. Ne? Es kann ja nicht alles nur wild sein. Es kann aber auch nicht alles nur jeder Grashalm auf den perfekten Millimeter sein. Weil das ist der Bereich, wo wir Bäume vom Grundstück selber versetzt haben, neu angesetzt haben. Der hat es geschafft. Oh ja. Hier drüben auch 1, 2 und hinten haben wir neue reingesetzt, die wir irgendwann auch mal gekauft haben. Neue Fruchtbäume auch. Oh ja, gerne. Davon weiß ich selber noch gar nichts. Ich finde es auch immer schön, wenn man hier durchläuft und man sieht, hier kommen irgendwie kleine neue Mini-Eichen raus und so. Man kann jetzt sich entscheiden, sie einfach wieder auch sich selbst zu überlassen. Dann wird irgendwann mal eine Eiche draus oder man rupft sie halt aus. Ja? Also Bäume pflanzen, das tun die auch von selber irgendwo. Auch das ganze Wildkräuterbuffet, was wir hier natürlich haben, ist noch eine sehr gute Ergänzung, wenn man sich entscheidet, sie zu benutzen. Was habt ihr hier so gepflanzt? Das ist die Zuckerbirne. Eine Birne, okay. Birne. Gibt es heutzutage auch kaum noch oder viel weniger im Supermarkt, als ich mich als kleines Kind. Einer dazwischen ist auch noch Birne. Ja? Okay. Aber der trägt seit 2, 3 Jahren nicht mehr. Und was haben wir da? Das ist der Speierling. Ah ja. Ist noch ein bisschen klein, fein, aber es kommt. Da ist schöne zarte Blätter, ne? Ja. Wunderbar. Guck mal, das ist auch noch ein Apfelbaum. Der lebt sogar hier. Der fokussiert sich auf seine Blätter hier unten und oben macht er nichts mehr. Ja. Das ist auch ein Zuhause von so vielen Lebewesen. Allein schon das stehen zu lassen, finde ich so schön. Da wächst ein riesiger Pilz raus. Natürlich reizt es immer, wenn man nicht so den Blick dafür hat, das abzumachen. Aber es sind ja trotzdem Lebewesen drin und jetzt schauen wir mal. Aber auf jeden Fall müssen sie gestutzt werden, sonst kommen wir nicht mehr durch. Achso, was gestutzt werden meinst du? Ja, sowas, wenn die halt irgendwie anderen zuwachsen. Ach so, ja, solange es noch durchgeht, ist ja auch weniger Arbeit, oder? Ja. Oder man bricht halt kurz was ab, dann hat man schon erledigt. So. Ui, hallo. Ja, das ist Apfel. Der trägt auch schon dieses Jahr. Guck mal hier, der kriegt ganz viele. Der zum Beispiel da vorne nicht, aber der hat ganz viele dieses Jahr. Bei den Walnüssen war es auch immer so, manchmal 2, 3 Jahre gar nicht und dann kommt der im 4. Jahr wieder oder so. Hui. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, alles was ihr hier gerade seht, vollgewuchert, das war früher alles einfach nur
Gras wie dort. Nichts anderes. Und die Diversität einfach an Pflanzen, die hier mittlerweile ist. Vielleicht nochmal so vorhin so ein Punkt, Natur versus, was weiß ich, nicht Natur oder geordnet oder geregelt oder so. Wilde Natur, geregelte Natur. Das war hier oft, für mich jetzt in meiner Erfahrung zumindest, weil damals noch 2017, 18 oft so ein Punkt, wo ich Reibung oder auch also manchmal Wut auch gefühlt habe. Ja? Weil das Gefühl war, dass es so viele verschiedene Interessen gab hier oder gibt auch in dem Garten. Heutzutage irgendwie ist es super, es fühlt sich alles schön an und sogar dankbar, dass es so viele Sachen jetzt hier gibt. Aber wenn es nach mir gegangen wäre damals, wäre alles so wie da. Ja? Und ihr kamt dann her und habt auf einmal die Ramp gebaut und ich habe nur den Kopf geschüttelt. Heute finde ich es eigentlich geil. So hier, euer Projekt. Ja. Ich finde es super. Ja, wir haben sie Mega Ramp getauft, obwohl es eigentlich nur eine Mini Ramp ist. Mini Ramp ist, wenn das hier noch nicht senkrecht ist. Okay. Wusste ich auch gar Aber nicht. die ist dann halt trotzdem so groß geworden. Ja. Dann haben wir sie Mega Ramp getauft. Aber es ist hier ein riesengroßes Privatgrundstück im Freien. Dann haben wir hier eigentlich wir haben eigentlich nur hier mal Slackline gemacht, ein bisschen Stimmt, die ja. Sonne genossen tagsüber. Und dann kam er halt auf die verrückte Idee, eine Mini-Ramp zu bauen. Ich wusste nicht, ob es klappt, aber haben uns im Internet eine Anleitung runtergeladen und dann haben wir drauf losgebaut. Das ist ja totale Eigendynamik hat sich dann entwickelt. Immer Freunde kamen dazu, haben sich das auch angeschaut, einfach weil die gehört haben, ja, wir machen hier irgendwas. Und das war ein Riesenprojekt. Wir haben so einen Monat dafür gebraucht. Ging sogar relativ schnell eigentlich. Relativ schnell, Ich finde es halt wunderschön, dass es halt auch direkt am Gras steht, ne? Ja. Weil bei den ganzen anderen Skateparks hat man halt nur Beton. Und hier, was weiß ich, die Leute machen Feuer da vorne, grillen da. Ansonsten legt man sich hier entspannt ins Gras, wenn man sich ausruhen will. Gut, abends manchmal, wenn wir hier noch dann bei Dunkelheit sind, dann macht ihr euch vielleicht noch ein Licht an und skatet die bei Nacht nochmal, Ja, gell? genau. Und ich war dann auch, hi! Also ich war dann auch später sehr überzeugt, als ich einfach euch beobachtet habe, wie ihr euch da reingewurmt habt. Und da habe ich gesagt, wunderbar. Sie sind in der Natur, sie atmen gute Luft, sie haben die Sonne, sie hören die Vögel. Macht das von mir aus dann. Ja? Das Wetter war so gut, viel zu gut, um drin zu sein. Ja. Ja, dann haben wir das schön ausgestaltet am Ende noch. Also die Leute, die jetzt nicht so handwerklich Bock drauf hatten, haben es dann einfach, sind ein bisschen kreativ geworden, haben ein bisschen ausgeschmückt. Film das bitte mal von Namen. Einfach so da lang gehen. Ja, so grob. Ein paar kleine Kunstwerke sind da dran. Jetzt das natürlich kein Kunstwerk, ne? Gute 2 Jahre alt, sieht man jetzt auch schon an. Hier ist es abgefallen. Der Belag wird langsam rissig. Schauen, wird wahrscheinlich schon noch diesen Sommer halten und danach wird sie abgerissen, erneuert oder halt wahrscheinlich verbrannt. Ne? Oh, das gibt ein gutes Feuer. Apropos, wollen wir? Das wird toll werden. Ne? Und ich meine, gut, wenn ihr das dann verbrannt und zerstört habt, dann ist auch wieder Platz für Neues. Vielleicht macht ihr dann ja nochmal was, oder vor allem vielleicht was ganz anderes nochmal in die Richtung. Ja, ich weiß auch noch damals, da war hier so ein ganz, ganz trockener Sommer 2018. Also es war wirklich hier auch keine Farben. Alles war grau einfach vor Trockenheit. Und da habt ihr dann hier ich glaube damals wurde dieser Feuerort hier eingeweiht. Und da war ich sowieso ein bisschen angepisst, hatte andere Probleme und fand das irgendwie scheiße, so, weil ich dachte, ach, ist doch genug Feuer, ist doch genug Hitze und Trockenheit. Warum dann ein Feuer machen? Aber es ist ein guter Ort und es passt einfach total super heute. Gut, also auf jeden Fall das Feuer, finde ich toll, wenn das auch relativ mittig ist in dem Grundstück, wenn möglich. Ne? Wie das Herz einfach auch, das ist sehr mittig. Die Hitze, die Wärme, die Liebe. Du sagst interessant, weil hier drunter ist tatsächlich eine Ameisenkolonie. Was? Ehrlich? Mal hier die Steine hoch. Heb mal da hoch. Guck mal. Tatsächlich. Die mögen die Heizung von der Hitze. Können wir Das auch könnte vorstellen, gut dass sein, die ne? vorher schon hier waren.
Wobei das Feuer war ja schon ewig hier. Ne? Ja, ja, das war schon länger hier. Deswegen ist der Boden auch hier, wenn man so dünne Stuhlbeine hat und hier sitzt, dann sackt man auch gerne mal in den Boden ein, weil der Boden hier ein bisschen locker ist. Wegen den Ameisen, wegen Mäusen, ich weiß es nicht. Gute Erde ist hier aber wahrscheinlich auch sogar. Wenn wir sitzen, Stimmt. haben schon öfter Mäuse aus den Löchern rausgeschaut oder unter den Dings und beobachten uns beim Feuer. Also in anderen Worten, die Familie ist groß, ne? Und das finde ich wunderschön, dass hier einfach dann die verschiedenen Lebewesen zusammenkommen. Vater, willst du uns mal dein Gemüsebeet zeigen, das du gemacht hast? Mit deiner Liebe. So, ihr beiden, zeigt uns gerne mal das Gemüsebeet. Ja. Das hast du ja Das zusammen mit deiner Mama angelegt, oder? Gemüsebeet haben Astrid und ich zusammen. Wir haben irgendwo Erde hergehabt, haben die angehäuft, haben die ein bisschen glatt gemacht. Außen erstmal an mit einer wundervollen Kirsche. schauen, wie das funktioniert. Dass eben nicht so viel Schnecken hochkommen, sonstiges, aber das ist noch zu flach dazu. Dann haben wir auch ernten können. Die Kartoffeln waren irgendwann mal verschwunden. Und andere Sachen, rote Beete, haben wir auch geerntet. Alle möglichen Sachen. Dieses Jahr ist es ausgefallen. Dieses Jahr haben wir es auch sprießen lassen. Und nächstes Jahr wird wieder gepflegt und angebaut. Aber dieses Jahr lassen wir es wuchern. Und eine Sache gibt es ja da vorne, ne? Kennst du das? Nein, was ist das? Das ist Maggi-Kraut. Maggi-Kraut. Aber das ist gut, das ruht sich auch mal ein Jahr aus jetzt hier. Dann Hier- wird die Erde noch viel besser aus. Hier Oder ist rote Mangold. Beete, ja. Mangold, glaube ich. Und Dill, das sieht mir eher aus wie Fenchel. Oder Fenchel, ja. Probier mal. Boah, ist süß. Das ist ja richtig süß. Süß, ne? Klar. Die natürlichen Aromen. Dill gesagt. Ich würde Fenchel sagen. Das ist Fenchel. Ah. Wenn du es verreibst, dann riechst du es. Eine Frage, Papa. Die Umrandung, Ja. aus welchen Steinen sind denn die gemacht? Ich glaube, das sind Basaltsteine. Und hinten dran sind Haselnuss ist da, ne? Haselnuss ist da, ja. Haselnuss. Und das hat gepasst. Okay, und wenn wir jetzt die Seite wechseln, dann kommen wir zu unserem wunderschönen großen Nussbaum. Der aber ein bisschen launig ist. Mal trägt er viel, mal trägt er wenig. Mal trägt er viel und man kann sie aber nicht ernten, weil sie vermatscht sind. Das hängt immer mit der Zeit zusammen, wie es regnet oder Jedes Jahr macht er was anderes. Dieses Jahr nicht mal Blätter. Wobei, vielleicht kommt er noch. das kommt. Nuss kommt später. Ich sehe es gerade, ja. Dieser Nussbaum hier war die letzte Bastion im heißesten Sommer seit langen Zeiten. Das war der letzte schattige Ort hier im ganzen Grundstück gefühlt. Sieht man ja auch, wie ja schöne junge Bäume in seinen Schatten da nachkommen. Wenn wir auf der Seite weitergehen, Jetzt kommen wir zum neuesten Prachtstück. Was war denn da los? die Komposttoilette, Modell Wald. Haben uns mal gegönnt. Ja, damit wir auch längere Zeit hier verbringen können und das Männlein und Weiblein je nach Bedürfnis auf Toilette gehen können. Und der Kompost wird dann später weiter verarbeitet. Erzählt es einfach mal. Ja, unsere bisherige Lösung war die Chemietoilette. Am Anfang haben wir sogar auch mit Chemie benutzt, weil wir erstmal nach Anleitung das machen wollten. Es war natürlich schrecklich, die Entsorgung immer. Entweder mussten wir halt Stunden, irgendwo das wegbringen oder halt einfach im Garten irgendwo dampen oder am Bach. Aber das haben wir mit dem Chemie dann natürlich nicht gemacht. Das war uns jedes Mal zu viel Aufwand, da haben wir keine Chemie mehr benutzt. Dafür stinkt es halt super dolle. Ja. So, also mal eine kleine Anleitung hier für den Vater, wie man eine Komposttoilette benutzt. Kommt mal mit. Hier übrigens ganz großes Dankeschön an die transportablen Räume und an Novato aus Frankfurt. Ein klasse Modell auf jeden Fall. Feinste Arbeit und wir haben das halt selber zusammengebaut. Beziehungsweise vor kurzem habt ihr das ja nochmal aus einem Waldgrundstück hierher geholt und hier nochmal neu aufgebaut. Wurde dann alles schön mit Leinöl behandelt
Leinöl Firnis, riecht auch super. Also mit Feuchtigkeit hat man dann keine Probleme mehr. Das haben wir auch doppelt behandelt. Hier unten ist wirklich einfach ganz simpel Erde. Richtig schön mit dem Spaten nach Bauchgefühl plan gemacht. Vielleicht nochmal ausgemessen, damit es auch schön gerade ist. Und ein Stein und Teerpapier, das war's. Das ist der einzige Feuchtigkeitsschutz. Und das Dach ist natürlich nach hinten abgeschrägt, damit das Wasser auch schön abläuft. Man hat dann dadurch aber auch Licht da drin. Und das ist halt auch eine wunderbare, schöne Sache hier um das Haus. Und hier kann man sich natürlich gleich gut vorstellen, da fühlt man sich viel wohler. Hier hat man wirklich sogar, auch hier auch frische Luft natürlich kommt hier rein. Das ist wird natürlich noch aktiviert und aufgebaut. Man kann hier ganz einfach komm gerne rein, Andi. Richtig schön, dass man das sieht und sich das auch vorstellen kann. Und hier haben wir natürlich unsere kleine Anleitung, der glückliche Männchen im Wald. Papier geht auch da rein, ne? Weil Klopapier ist aus Holz, das ist Kohlenstoff und das brauchen wir, um den Stickstoff aus den Fäkalien auszugleichen. Und dann, hier im dritten Schritt sehen wir, wird dann, jetzt kannst du gerne wieder einen Moment zurückgehen, wird dann zum Beispiel Holzspäne oder Asche oder Kohle mit einer Schippchen rausgenommen und damit wird sozusagen abgespült. Ne? Da geht es dann rein. So. Und was passiert ist, wenn sich dieser Stickstoff aus unseren Fäkalien mit dem Kohlenstoff aus den natürlichen Materialien wie Kohle, Asche und Holzspäne vermischt, dann gibt es keinen Geruch, es riecht nicht. Und es wird neue Erde daraus, innerhalb von 2 bis 3 Monaten, die absolut nichts mehr mit unseren Fäkalien zu tun hat. Es gibt mittlerweile sehr viele öffentliche Komposttoiletten und auch öffentliche Komposttoiletten, private Leute, die Trockentoiletten umsteigen. Definitiv ökologisch die bessere Variante, auch günstiger, wenn man natürlich viel weniger Wasser bezahlt. Und hier nochmal was ganz Feines, das hat mich total fasziniert. Dieses Material hier, das ist sehr hartes Styropor, das geht auch nicht kaputt und im Winter super praktisch, weil es nicht kalt wird. Weil ansonsten setzt man sich da hin und dann friert einem gleich alles ab. Ne? Und klar, das ist super wichtig, damit sich der Mensch in der Natur auch wohlfühlt. Und jetzt hier, wir sind ein Mehrwert für die Natur. Wenn wir uns richtig mit ihr verbinden, integrieren, dann ist die uns dankbar, dass wir in ihr leben, mit ihr leben. Weil wir fruchtbare Erde schaffen, wir erschaffen neues Leben. Es sind nicht nur Kühe oder Pferde, die guten Mist geben, sondern wir halt einfach auch. Wir sind halt hier in so einem Fleisch- und tierischen Körper sozusagen. Also einfach mal akzeptieren und vergeben und verstehen. Nächster hohler Apfelbaum. Ah ja, das Rotkehlchen. Stimmt. Hab ich aber schon länger nicht mehr gesehen auch. Meinst du hier in dem Haus? Ja, dann gehen wir lieber nicht zu nah dran. Ah, hier habt ihr auch gute Baumstämme geholt. Und er gibt halt trotzdem noch Äpfel. Da sieht man mal ein ganz schönes Beispiel, dass Bäume wirklich, dass der ganze Lebenssaft durch ihren äußeren Teil fließt. Innen drin, da ist zwar auch noch Leben, aber eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja, eher außen. Weshalb man Bäume auch nicht abschnüren sollte. Also es ist gar nicht mal so gut, eine Schnur um den Baum zu wickeln oder so. Das ist wie wenn wir uns den Arm abschnüren, sehr ähnlich. Aber wenn man was durchpierst, um etwas aufzuhängen, das ist für den Baum sogar noch besser, weil dann penetriert man nur einen ganz kleinen Punkt in der äußeren Schale. Also ich würde mal sagen, also so, ich weiß, vielleicht verwechsel ich das völlig, aber ich verbinde mit einer Tanne, auch mit Nadelbäumen, ganz gerne die Eulen. Und das sind ja wirklich dann halt auch die Weisesten, die auch dem Tod irgendwo sehr nahe stehen, weil sie da die tiefe Einsichten haben und die würden dann in dem Sinne hier, die wären die Wächter. Und daher hoffen wir, dass er gesund ist, gute Wurzeln hat und bei jedem Sturm denken wir an ihn auch, dass er stehen bleibt. Und da oben, die kommunizieren auch, wissen wir auch Bescheid. Hier, das sind übrigens noch ein paar, das war nochmal eine interessante Sache, kann man nochmal erwähnen. Die Bäume, die ihr hier seht, die wurden von der Gemeinde Langen gepflanzt. Die sind hier tatsächlich irgendwann an den vorigen Besitzer, unseren Großvater, herangetreten. Klasse Kerl übrigens, unser Großvater. Der ist hier auch bei uns und der ist hier auch ein großer Wächter. Birken, oder? Nee, das sind keine Birken.
ist in Ulmen, genau. Klar, weil dieser Bach läuft in die Richtung ganz, ganz weit durch verschiedene Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete durch, wo viele Leute halt einfach auch sich ihre Erholung holen, wo viel Wildleben ist. Und die Ulmen, die geben, das Laub von denen ist auch sehr stickstoffreich, daraus wird sehr gute Erde. Die holen nämlich den Stickstoff aus der Luft und lassen den dann in ihren Samen, in ihren Blättern auf die Erde fallen. Eine tote Hecke, wie sagen wir, Benjeshecke? Benjeshecke. Mhm. Auf Englisch Dead Hedge. Ja, das war auch schon hier, das ist unser kleiner, feiner Familiengarten. Ja. Der Platz, um sich die Nüsse einzuhauen, um sich liebend zu umarmen und sich zu vergeben. Was ist noch für ein Platz? Gute Feuerchen zu machen. Gutes Feuerchen zu machen. Leute einzuladen. Ja. Zusammenkommen und die Natur genießen und sich erholen im Grün. Vielen Dank auf jeden Fall, Jungs. Lieber Vater, lieber Bruder, schön, dass wir uns die Zeit hier nehmen, um das euch allen auch zu zeigen. Danke auch an euch, ihr Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas auffällt, gerne in die Kommentare posten. Und in den nächsten Monaten kommen dann auch noch schöne Inhalte aus Kolumbien, womöglich auch noch aus anderen Ländern. Da wird es einen Untertitel auch auf Englisch dafür geben. Wenn ihr Wünsche habt, wo wir mehr drauf eingehen sollen oder so, sagt es uns sehr gerne. Das möchten wir berücksichtigen. Und ja, geht zu euch in den Garten, egal wie klein er ist, selbst wenn es nur auf dem Balkon ist. Selbst wenn ihr da mal 10, 20 Minuten hinfahren oder hinlaufen müsst. Habt keine, das ist so noch vielleicht eine Erfahrung, die ich gerne noch mitgeben möchte am Ende, keine zu großen Ansprüche haben. Die habe ich zwar immer noch, aber früher mal dachte ich, oh, ich muss mich jetzt nächstes Jahr schon selbst ernähren zu 100%. Ich muss nur noch im Wald leben und so weiter. Das ist natürlich schön, das wird auch irgendwann mal passieren, aber es geht halt Schritt für Schritt. Und viel schöner ist es, wenn man gemeinsam gehen kann, mit Freunden, mit Familie, wie auch immer, neue Familien, alte Familien, wie das auch immer sein mag. Lieber langsamer gehen, aber dafür gemeinsam gehen. Und einfach auch so machen, dass man sich genug herausfordert, aber auch noch genug Sicherheit in der Komfortzone fühlt. Schönen Tag. Danke. Ciao, ciao. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Please visit www.patreon.com/oneseed-a-day and support us with a monthly donation of €1 or US$ in order to get access to exclusive content of various permaculture projects, analysis and insights about agroforestry, to connect with our community, to support our daily seed plantings and long-term projects such as the One Seed a Day Foundation and socio-ecological reforestation for the connection of humans and their nature. We want peace in the world.